Wer unsere Bauserie zur neuen H0E-Anlage verfolgt, der weiß, da ist nicht wirklich viel Platz. Trotzdem stellen wir uns der Herausforderung, auf engstem Raum ein Camotion-System zu installieren. Wir zeichnen das Straßennetz, sägen die Sperrholzplatten, fräsen den Schlitz fürs Magnetband und verlegen dieses, machen erste Testfahrten und montieren alles auf der Anlage. Willkommen bei der MOBA-Manufaktur. Zwischen Bahnhof und Hintergrund soll die Straße durch unser kleines Dorf verlaufen und es soll sich dort etwas bewegen. Genauer gesagt sollen dort Fahrzeuge unterwegs sein. Dazu nutzen wir primär das Camotion, aber auch das ältere K-System darf Probe fahren. Damit das funktioniert, bauen wir eine Art Hundeknochenprinzip, also ein Stück gerade Straße und an jedem Ende ist eine sogenannte Kehrschleife. Diese Kehrschleifen sollen versteckt bzw. intelligent integriert sein, dass sie nicht direkt auffallen. Bitte schreib uns einen Kommentar auf die Frage: Hast du selbst ein Camotion oder K-System auf deiner Anlage? Und wenn ja, wie zufrieden bist du damit? Das Straßennetz planen wir direkt auf der Anlage. Das bedeutet, wir legen Papier aus und markieren uns wichtige Anhaltspunkte. Anschließend zeichnen wir den Straßenverlauf, schneiden es als Vorlage aus und verkleben es per Malerkrepp auf der Anlage. So tasten wir uns Schritt für Schritt voran, bis wir eine geschlossene Fahrstraße bzw. ein fertiges Straßennetz haben. Wir finden es sehr hässlich, wenn Straßen auf der Modellbahn zu breit sind. Es ist nicht jedes Dorf perfekt mit einer Schnellstraße ausgebaut. Somit ganz wichtig: Die Standard-Fahrstreifenbreite wird bei uns in Österreich mit 2,5 Meter pro Fahrstreifen angenommen. Sechs Temperaturstufen zwischen 200 und 450 Grad Celsius. Kabelloser Betrieb, Aufladen per USB-C, Akku für bis zu 60 Minuten Betriebszeit bei 450 Grad Celsius. Kabelgebundener Betrieb, USB-C Stromversorgung über ein Netzteil oder Powerbank möglich. Statusanzeige rot, grün, weiß. Zubehör 4 Schnellheitslötspitzen, Entlötpumpe und Präzisionspinzette. Das alles bietet uns Modellbahnern der Fantic T1 Max Präzisionslötkolben. Ich habe diesen seit gut einem Monat im Betrieb und bin absolut begeistert. Ich nutze diesen zum Löten von Lautsprechern und Powerpacks in Lokomotiven, zum Löten von Widerständen und Steckpins an LED-Laternen, löte Kabel an Gleise und auch direkt die Oberleitung an der Anlage. Durch den Akkubetrieb und dem superschnellen Aufheizen ist das Gerät unfassbar vielseitig einsetzbar. Nun übertragen wir unsere Straßennetzvorlage auf eine Birkensperrholzplatte. Ich glaube 8 mm haben wir hier. Das Aussägen übernimmt wieder unsere auf den Kopf gestellte Stichsäge. Das funktioniert einfach unfassbar gut und man schneidet mit viel Gefühl die ganzen Kurven. Anschließend werden die Schnittkanten auch noch ein wenig abgeschliffen, um vom Grat bzw. ausgefransten Sägespänen befreit.
Um das Magnetband verlegen zu können, benötigt man eine Rille oder Vertiefung im Holz. Um sowas herzustellen, kommt man unserer Meinung nach nicht an einem Fräser vorbei. Ich habe das große Multitool oder die Oberfräse zur Auswahl. Das Multitool bietet leider beim Anschlag keine freie Sicht auf den Fräskopf, weshalb ein Nachfräsen sehr schwierig wäre, da man die Stelle nicht mehr genau trifft. Somit fällt unsere Wahl auf die Oberfräse. Da funktioniert das wunderbar, da man direkt den Fräskopf im Blick hat und genau der Linie entlang ziehen kann. Also messen wir uns in den zuvor ausgeschnittenen Trassen die genaue Position des Magnetbandes aus und markieren es. Damit es später beim Fräsen noch besser rauskommt, punktieren wir zusätzlich noch mit einem Lackstift. Dann geht es auch schon los. Wir spannen die Trasse gegen unsere Werkbank, setzen die Oberfräse an und ziehen diese immer zu uns an den Körper. So hat man am meisten Gefühl und bekommt eine saubere Linienführung. Nach mehrmaligem Umspannen und Umsetzen ist es dann auch schon geschafft und die Rillen sind fertig in der passenden Tiefe von 1,1 mm gefräst. Das Verlegen des Magnetbandes ist auch keine Raketenwissenschaft. Klebestreifen abziehen und mit wenig Vorspannung in die Rille reindrücken. Beim Reindrücken hat sich der Rücken unseres Teppichmessers sehr bewährt. Einfach damit entlang streifen und schon wird es sauber und gleichmäßig reingedrückt. Beim Übergang der Trassen haben wir etwas mehr Aufwand. Hier wird das Magnetband umgelappt auf die Unterseite der Trasse und dort zusätzlich per Tacker befestigt. Damit kann sich später nichts verhaken und wird das Fahrzeug sauber geführt. Den Fantic F2 Master habe ich euch schon mal kurz vorgestellt. Das flüsterleise Akku-Multitool mit USB-C-Aufladung, 5 Geschwindigkeitsstufen und mit sage und schreibe 35 Werkzeugeinsätzen in der hochwertigen Alubox mit Push-Effekt. Heute zeige ich euch noch weitere Modellbahner-Anwendungsfälle, die das Gerät perfekt für uns meistert. Polieren von Gleisen und leichtes Anrauen zum Löten. Abfräsen von alten Kleberspuren und Gips von Gebäuden. Präzises Schneiden von Lasercut-Teilen und Kunststoffen. Und mit einer separat erhältlichen Trennscheibe der saubere Schnitt von Gleisen. Kein Marketing-Blabla, einfach nur Next-Level Modellbahner-Werkzeug. Für eine erste Fahrt entlang des Magnetbandes kleben wir alles mit dem Malerkrepp ab. So imitieren wir schon eine halbwegs schöne Fahrbahn. Für den Erstbetrieb des Camotion ist dann auch mal ein Blick in die Anleitung notwendig.
Einfach mit dem Stift oder der Fernbedienung über die Kabine und es wird aktiviert. Spannend hier zu verfolgen, wie das Fahrzeug um die Kurven zieht und immer wieder ein wenig die Sorge im Hinterkopf, es könnte abstürzen. Hier könnt ihr auch nochmals wunderbar das Prinzip unserer Strecke erkennen, mit einer Schleife an jedem Ende. Wir verschrauben nun die Trassenbretter auf der Anlage. Um das Höhenniveau zum Rahmen auszugleichen, werden Stützen aus Holz gefertigt und mit verschraubt. Tatsächlich sehr ähnlich, als wenn man eine Gleistrasse baut. Auch der Segmentübergang wird sauber berücksichtigt. Kommen wir nochmals zu den Schleifen. Zu Anfangs haben wir erwähnt, wir wollen diese verstecken bzw. smart integrieren. Was genau meinen wir damit? Die rechte Schleife ist nur teilweise im Untergrund. Das Fahrzeug schlägt in der Bahnhofsunterführung einen Haken in den Untergrund und kommt später im hinteren Bereich zwischen einem Waldstück und dem Hintergrund wieder zum Vorschein. Die linke Schleife wird komplett versteckt im Untergrund bzw. unter dem Gelände. Dazu bauen wir eine Tunneleinfahrt, die dies optisch unterstützt. So haben wir keine komischen Fahrmanöver und sollte sich das schön einfügen. Eben smart integriert. Die weiteren Testfahrten zeigen uns natürlich wieder Probleme auf. Zum einen kommt der LKW an einer Stelle nicht durch die Gleistrasse und bleibt hängen. Da setzen wir schnell einen Abstandshalter, der die Straßentrasse nach unten drückt. Der K-System-Traktor schafft leider eine Steigung nicht. Aber der Traktor spielt eine eher unwichtige Rolle für diese Anlage. Das Ergebnis funktioniert nun einwandfrei. Wir sehen die versteckten Schleifen und auch erste Anzeichen für eine Straßenbaustelle.
Hier müssen wir uns noch mit der Funktionssteuerung des Camotion über Magneten und Infrarotsensoren befassen. An der Baustelle bekommen wir Baustellenampeln, die den Verkehr natürlich korrekt regeln sollen. Zusätzlich soll auch der Bagger von einem Servo bewegt werden. Das alles kommt aber erst später mit der Ausgestaltung der Anlage. Bitte unbedingt liken, hypen und teilen. Auch solltet ihr ein für euch kostenloses Abo dalassen, um keine spannenden Videos rund um den Bau unserer Anlage mehr zu verpassen. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.